Willkommen zu Teil 4 der Tutorial-Serie von PipeDoc. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr einen Schaden aufnehmen könnt und im Nachhinein die Angaben zu diesem bearbeitet. Am Ende des letzten Videos waren wir ja bereits in der Abschnittsübersicht. Dort können wir nun unser Schadensprotokoll per Doppelklick öffnen. Wir sehen nun eine Übersicht über alle Schäden in diesem Protokoll. Die Liste ist aktuell noch leer. Auf der linken Seite sehen wir die Rahmendaten für das Protokoll und können dort, wenn gewünscht, nochmal Änderungen vornehmen und beispielsweise die Arbeitszeit eintragen. Um nun einen Schaden aufzunehmen, wechseln wir in den Reiter Schnellaufnahme. Als erstes machen wir ein Bild vom aktuellen Schaden. Möchten wir eine weitere Aufnahme machen, wechseln wir wieder zurück zu Live-Bild. Anschließend können wir die aktuelle Position abfragen. Alternativ kann der Positionswert auch händisch eingetragen werden. Wir dokumentieren die Lage am Umfang. Die Lage ist mit einer Blickrichtung verknüpft. Wir können zwischen den Optionen A nach B, B nach A und in Richtung des Wasserlaufs wählen. Standardmäßig ist die Blickrichtung in Arbeitsrichtung ausgewählt. Vermutlich eine Neuerung zur Dokumentation zuvor ist, dass nun die Schäden über einen sogenannten DWA-Code beschrieben werden. Die Kürzel findet ihr auf der rechten Seite. Der Code für eine Rissbildung ist BAB. Wir können diesen per Doppelklick auswählen. Alternativ können wir auch über die Auswahlbox die entsprechende Beschreibung suchen. Haben wir einen Schaden, der über keinen Code beschrieben wird, so können wir die Option Undefinierter Schaden auswählen. Im Anmerkungsfeld können wir den Schaden beschreiben. Dies ist hier allerdings nicht der Fall. Wir wählen Rissbildung. Um in Zukunft schneller arbeiten zu können, markieren wir uns den Code BAB als Favorit. Je nach Schadensbild können wir noch weitere Angaben in den Feldern C1, C2, Q1 und Q2 machen. C steht dabei für Klassifizierung und Q für Quantifizierung. Indem wir mit der Maus über das jeweilige Infosymbol gehen, sehen wir, welche Angaben wir machen können. Wir vervollständigen die Angaben. Wir sehen nun auch, dass sich der Text bei unserer Aufnahme geändert hat. Dieser Text wird später beim Export mit in das Bild geschrieben. Möchten wir dies nicht, können wir ihn über das Drücken von T1 ausblenden. Analog können wir über den Button T2 das individuelle Kommentarfeld ein- oder ausblenden. Dort können wir weitere Anmerkungen, die auch später im Bild sichtbar sein sollen, eintragen. Jetzt können wir den Schaden anlegen. Zurück in der Übersichtsseite sehen wir nun, dass unser Schaden aufgeführt wird. Zudem sehen wir, dass unser Schaden auch in der Rohrübersicht angezeigt wird. Um Änderungen der Schadensposition vorzunehmen, können wir auf das Stiftsymbol klicken. Dadurch wechseln wir in die Detailansicht. Auf der linken Seite sehen wir unsere verwendeten Aufnahmen. Da wir einen Schaden dokumentieren, haben wir nur Aufnahmen mit dem Label davor. Möchten wir eine weitere Aufnahme aufnehmen, können wir wieder zum Live-Bild wechseln. Im Bereich Verwendete Aufnahmen können wir eine Auswahl löschen. Per Doppelklick gelangen wir in die Großansicht. Hier können wir die Zusatztexte T1 und T2 bearbeiten bzw. ein- und ausblenden. Auf der rechten Seite sehen wir die Schadensdetails und können diese dort auch bearbeiten. Das war es mit diesem Video. Im nächsten Video sanieren wir den Schaden.